Hallo liebe Hungrige, heute backen wir ein Fladenbrot, allerdings ein ganz spezielles. Es wird nämlich mit der Käseschicht, hier Burrata, getoppt. Schmeckt mit einer Tomate dazu richtig lecker, doch ist vor allem auch eine köstliche Grillbeilage und tolle Alternative zum herkömmlichen Kräuter- oder Knoblauchbaguette. Wir brauchen dafür natürlich Burrata, allerdings, wenn ihr den nicht bekommt, funktioniert mit herkömmlichem Mozzarella auch sehr gut. Wir brauchen außerdem Mehl, Dinkel oder Weizen, ein Ei, Milch, etwas Butter, Pfeffer und Salz, einen Teelöffel Zucker, italienische Kräuter und wenn ihr die nicht haben solltet, macht euch eine Mischung aus zum Beispiel Thymian, Rosmarin, Oregano, Basilikum, Bohnenkraut und Majoran, vielleicht noch Salbei, also etwas in dieser Richtung. Außerdem brauchen wir noch Trockenhefe, frische geht aber auch. Vorbereitend schneiden wir den Burrata in Scheiben. Dann schlagen wir das Ei auf und verrühren es, geht dann mit der Gabel ganz schnell. Dann wenden wir uns der Milch zu, diese etwas erwärmen, entweder im Topf oder kurz in die Mikrowelle geben. Anschließend schmelzen wir die Butter, auch hier entweder Topf oder Mikrowelle und schütten dann das Mehl dazu. Wir streuen die Trockenhefe ein, geben das verrührte Ei mit dazu, die erwärmte Milch wird mit in die Schüssel gegossen. Wir geben eine ordentliche Prise Salz mit dazu und streuen dann auch den Zucker ein. Anschließend verkneten wir den Teig zügig, am besten natürlich mit den Knethaken des Rührgeräts. Und ihr werdet sehen, das dauert auch nicht lange, bis er sich prima von Rand und Boden der Schüssel löst. Und das ist dann der Zeitpunkt, an dem wir den Teig abdecken und ihn für ca. eine Stunde gehen lassen. Nun belegen wir ein Backblech mit Backpapier. Wir decken den Teig wieder ab und können sehen, er ist wunderbar gegangen. Und nun geben wir ihn gleich aufs Backblech, also das Backpapier, und formen dann mit leicht bemehlten Händen hieraus einen runden Fladen. Ihr könnt dafür natürlich die Teigrolle verwenden, aber auch so einfach mit der Hand geht das ganz schnell. Orientierungsgröße, Durchmesser ungefähr 24 cm. Und wenn er nur nicht absolut kreisrund ist, ist das auch kein Drama. Nun belegen wir die Oberseite unseres Fladens mit den vorbereiteten Burrata-Scheiben und damit es euch nicht langweilig wird, mache ich das mal im Eiltempo. Sind die Burrata-Scheiben flächendeckend darauf verteilt, würzen wir nun noch und seid da ruhig großzügig, denn der Teig selbst ist ja nicht weiter gewürzt. Wir geben also Salz darauf, reichlich Pfeffer und verteilen dann noch die große Portion von den italienischen Kräutern darüber. Und dann ab damit in den Ofen. Gebacken wird unser Brot nun bei 180 Grad, Umluft 160 für 25 Minuten. Und so lecker sollte es danach aussehen. Es duftet köstlich aromatisch, ein bisschen abgekühlt, also noch warm. Schmeckt es ganz besonders gut, kalt aber auch. Ihr könnt es belegen oder zu Tomatensalat reichen, aber vor allem passt es hervorragend zu gegrilltem. Habt viel Spaß bei der Zubereitung und dann wünsche ich recht guten Appetit. Und falls es dazu vielleicht Mutzbraten geben soll und danach einen süffigen Drink, dann schaut euch doch diese Videos an. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye bye.